Hallo Bosco, Hallo Rebecca. heute geht's um Therme. Wir gehen in die Therme? Ah, nee, du meinst das mit dem warmen Wasser, ja, die Ja, Therme mit H. ja. Aber die Therme aus der Mathematik schreibt man ohne H. Schade. Ich wäre so gerne schwimmen gegangen. Tja. Was sind denn diese Therme ohne H? Ja, das sind mathematische Ausdrücke, also Aufgaben oder Teile von Aufgaben. Da können Zahlen vorkommen und Rechenzeichen oder auch Buchstaben. Oh. Mit welchen Buchstaben möchtest du denn heute gerne rechnen, Bosco? Na, B wie Bosco. Ah, ja, natürlich, da hätte ich ja gleich drauf kommen können. Klar. Also das B. Und mathematisch nennt man Buchstaben Variablen. Aha. Da steckt das Wort variabel drin, weil das, was man da einsetzen kann, das ist eben variabel. Das heißt, das ist veränderlich. Also das B könnte für Bosco stehen, aber auch für andere Sachen. Wie Birne. Zum Beispiel. Banane. Baseballschläger. Ja, Ah. aber auch für Sachen, die nicht mit B anfangen. Ameise. Zum Beispiel. Würde dann da ein A stehen? Muss nicht. Also es wäre schon besser, dann ein A hinzuschreiben. Also Ja. zum Beispiel, wenn man mit dem Koordinatensystem arbeitet, ist es auch gut, X und Y als Variablen zu verwenden. Oder wenn man mit Zeit arbeitet, dann, das englische Wort heißt ja Time, dann ist es gut, mit T zu arbeiten als Variable. Aha. Aber grundsätzlich könnte man jeden Buchstaben als Variable verwenden. Das muss nicht unbedingt mit dem zu tun haben, um das es geht. Okay. Aber wir nehmen B wie Bosco. Gut. Ja, und wenn jetzt so ein Buchstabe einfach da rumsteht und da gar nichts davor steht, dann musst du wissen, da ist immer unsichtbar eine 1 davor. Unsichtbar. Ja, also B ist genau dasselbe wie ein B. Klar. Und weil Mathematiker tendenziell schreibfaul sind, Ah. lassen sie die 1 gerne weg. Dann bin ich ja Mathematiker. So hast du es endlich verstanden, genau. Ah. Du hast richtig Potenzial, Bosco. Ah ja. Und jetzt fangen wir doch mal einfach an zu rechnen. Was wäre denn B plus B? Na, 2B. Genau. Weil Ha. wenn ich einen Bosco habe und noch einen Bosco nehme, dann habe ich insgesamt 2 von dir. Richtig. Ja, Obwohl ich einmalig bin. absolut. Ein Aas plus ein Aas sind 2 Aas zum Essen. Ich bin doch ein Geier. Bosco. Manchmal Du brauchst mitdenken. doch kein Aas essen. Ich koch doch immer für dich. Ja, jetzt. Früher waren das andere Zeiten. Als ich noch wild war. Ah ja, lang ist's her. Ja, ja, lang. So, lass uns lieber Mathe weitermachen. Was ist denn B minus B? Kein B. Ha! 0? Ja. Man könnte auch 0b hinschreiben, aber Ja, Schreibfaul. Schreibfaul, genau. Besser Ja. ist es, einfach nur 0 hinzuschreiben. Verstehe. Das gefällt mir bis jetzt. Ja. Machen wir eine längere Aufgabe. Wie wäre es mit b plus b plus b plus b plus b? Das sind 5B. Korrekt? Und am besten schreibt man dann auch einfach nur 5b hin. Aber jetzt kommt wieder eine wichtige Info. Achtung. Immer, wenn eine Zahl direkt vor einem Buchstaben steht und Ja. nichts dazwischen, Nein. dann ist da immer ein unsichtbares Mal dazwischen. Immer, das muss man halt wissen. Also würde es heißen 5 mal B. Ja. Ah ja. Und bei der Multiplikation gilt ja das Kommutativgesetz, also man darf die Reihenfolge tauschen. Du kannst also auch einfach schreiben b mal 5. Ich nenne das immer Vertauschungsgesetz. Das ist das deutsche Wort dafür, ganz genau. Kommutativgesetz ist lateinisch und Vertauschungsgesetz ist Verstehe. deutsch. Gut. Okay. Nächste große Aufgabe. Ja. B plus 1B plus 2B plus B plus 3B plus 1B. Na, dann sag mal. Warum schreibst du manchmal die 1 vor das B und manchmal nicht? Na, um dich zu verwirren. Mathelehrer. Ich rechne. B plus 1B sind 2B. Plus 2B sind 4B. Plus B sind 5B.
plus 3b sind 8b, plus 1b sind 9b. Jawohl. Ha, Gut gerechnet, Bosco. danke. Nächste Aufgabe. Jawohl. Minus 6b minus 4b. 6 minus 4b sind minus 2b. Nein. Doch. Guck noch mal genau hin. Dann nur 2b? Könnte man Auch denken. nicht. Aber vor der 6 steht ja auch ein Minus. Oh. Das heißt, die 6b gehen weg Ja. und die 4b gehen auch weg. Alle weg. Alle gehen weg. Bosco geht auch gleich weg. Nein, bleib hier, Bosco. Nicht abhauen. Okay. Also versuch's nochmal. Minus 6b. Ah, das ist ja wie im Winter, wenn es minus 6 Grad kalt ist. Ja? Minus 4b. Dann haben wir minus 10b. Ja, es ist schon richtig kalt und wird noch kälter. Okay, dann muss ich die Zahlen addieren, obwohl das Minus davor steht. Sehr gut erkannt. Stehen sogar 2 Minusse da. Trotzdem addieren wir. Das ist gemein. Tja, aber du hast es ja jetzt gut hingekriegt. Ja. Zum Vergleich trotzdem nochmal. Ja. Was wäre denn 6b minus 4b? Na, das sind 2b. Okay. Und was wäre minus 6b plus 4b? Also es ist minus 6 Grad und es wird 4 Grad wärmer, also noch minus 2b. Ganz genau. Das sind nämlich dann die beiden Aufgaben, die zu deinen vorher genannten Ergebnissen passen. Okay, Gut. nächste Aufgabe. b minus b minus b minus b. Puh. Das b minus b ist gleich 0. Ja. Minus b ist minus 1b und noch ein b weg, kommt raus, minus 2b. Jawohl. Gut. Verstehe ich. Und wenn ganz vorne auch noch ein Minus dasteht und wir dann minus b minus b minus b minus b hätten? Minus b ist gleich minus 2b. Noch ein b weg sind minus 3b. Noch ein b weg sind minus 4b. Genau. Ah, da muss man ganz schön aufpassen mit dem Minus. Ja. Aber ich verstehe das trotzdem noch nicht. Wie können denn mehr Boscos weggehen, als überhaupt da sind? Ja, da muss man halt ganz schön abstrakt denken. Aber es ist ein bisschen so wie mit dem Geld, weil eigentlich kann man auch kein Geld ausgeben, das man nicht hat. Trotzdem machen das die Leute. Kredit. Wenn sie Schulden aufnehmen oder Kredite, dann geben sie ja Geld aus, was gar nicht da ist. Stimmt. Und so ist das halt auch hier zu verstehen. Ah ja. 20b minus 5b plus 8b minus b minus 4b. 20b minus 5b sind 15b. Plus 8b sind 23b. Minus b sind 22b. Und 4b weg sind 18b. Jawohl. Gut. Genau. Der Rechenweg funktioniert gut, also du kannst gerne von links nach rechts alles so abarbeiten. Ja. Eine Alternative wäre zu gucken, wie viele insgesamt positiv sind, wie viele sind insgesamt da. Das wären dann 28. Und zu gucken, wie viele gehen insgesamt weg, wie viele haben insgesamt ein negatives Vorzeichen. Das sind insgesamt 10. Ja. Und dann 28b minus 10b wären eben auch 18b. Okay. Wie es besser ist. Das kann Für einen. jeder selbst entscheiden, welcher Rechenweg da eleganter erscheint. Okay. Nächste Aufgabe. b plus b mal 4. b plus b sind 2b, mal 4 sind 8b. Das ist falsch. So kannst du es nicht rechnen, Bosco. Schau mal, du hast eine Mischung aus Strichrechnung und Punktrechnung. Oh ja. Punkt vor Strichrechnung gilt. Ja, genau, da war doch was. Ah, da war ja was. Ja, Okay. Dann rechne ich erst b mal 4 sind 4b. Plus b sind 5b. jetzt stimmt's. Ah, okay. Muss ich mir merken. Nächste große Rechnung. Ich lese vor. Ja, los. Traue mich gar nicht. 4 mal b plus 5 mal b plus 2 mal 3 mal b plus 3 mal b mal 2.
Willst du mich veräppeln? Was stört dich bei der Aufgabe denn? So viele Punkte. Ach so. Muss ich die jetzt als erstes rechnen? Ja, wir haben gesagt Punkt vor Strich. Das heißt, Ja. alle Punkte erst abarbeiten, bevor du dich an die Strichrechnung Hätte ja machst. sein, du hast es vergessen. Also 4 mal b sind 4b. 5 mal b sind 5b. 2 mal 3 mal b, ist das eine Rechnung? Ja, gell? Ja, die gehören alle zusammen. 2 mal 3 ist 6, mal b sind dann 6b. Jawohl. Okay. Und am Ende 3 mal b mal 2 sind auch 6b. Genau. Auch wieder, man kann ja vertauschen. Das musst du da auch, ja? Die 3 und die 2 3 stehen mal ja 2. gar nicht nebeneinander. Ja. Das heißt, du verwendest das Vertauschungsgesetz Ja. oder Kommutativgesetz, damit die 3 neben der 2 steht und dann kannst du eben 6b Okay. hinschreiben. Jetzt kann ich plus rechnen. Jetzt ist es Also soweit. 4b plus 5b plus 6b plus 6b sind 21b. Sehr schön. Ja, Kopfrechnen kannst du. Ja, das konnte ich schon immer. Ha! b minus 4b plus b mal 2 plus 5b minus 4 mal b. Punkt vor Strichrechnung. b mal 2 sind 2b. Und am Ende die 4 mal b sind 4b. Dann kann ich jetzt Minus und Plus rechnen. Ja. Puh. b minus 4b ist gleich minus 3b. Plus 2b ist gleich minus 1b. Plus 5b ist gleich 4b. Minus 4b, ist 0. Jawohl. Puh. Heute bist du ganz schön gemein. Warum? Nur weil 0 rauskommt? Ja, hätte man es auch gleich sein lassen können. Ach so. Ja, aber wir haben die Aufgabe, die sehr kompliziert aussah, sehr vereinfacht. Sehr. Ich sage nochmal den alternativen Rechenweg. Ja. Man kann auch gucken, wie viele sind positiv, also wie viele sind insgesamt anwesend. Das sind 8 Stück. Und wie viel gehen insgesamt weg? Also 4 und 4 gehen weg, also Ja. insgesamt gehen auch 8 weg. Und dementsprechend kommen genauso viele wie gehen und dann sind wir wieder bei 0. Ja. Ich mache es ein bisschen komplizierter. Nee, das ist einfach nur eine Alternative. Okay, Ich finde deinen Weg auch gut. danke. Letzte Aufgabe? Ja, Ist es schon die letzte? ja. Naja, dann los. Minus 2 mal 5b plus 4b mal 3 minus b mal 3. Punkt vor Strich. Minus 2 mal 5b ist gleich minus 10b. Ja. 4b mal 3 ist gleich 12b. Jawohl. Und b mal 3 sind 3b. Also haben wir minus 10b plus 12b sind 2b. Minus 3b sind minus 1b. Ganz genau. Ja. 1 kann weg, weil wir schreibfaul sind. Ja. Also minus b. Ja. Sehr schön. Okay. Das hat doch gut geklappt, Posko. Ja, reicht für den Einstieg. Ja, aber magst du noch mal sagen, was du heute alles gelernt hast? Was wäre denn gut, sich jetzt zu merken? Muss ich? Ja. Na komm schon. In der Mathematik heißen die Buchstaben Variablen. Jawohl. Und wenn vor einer Variable keine Zahl steht, steht da immer unsichtbar eine 1 davor. Ja. Muss man aber nicht schreiben. Ja. Schreibst du nur, um mich zu verwirren. Genau. Drittens, wenn eine Zahl direkt vor einer Variablen steht, steht da unsichtbar ein Malzeichen. Also wenn da zum Beispiel 7x steht, wäre es 7 mal x. Ja. Na und bei Malaufgaben kann man sie vertauschen. Also 7x, 7 mal x kann man auch x mal 7 rechnen. Ganz genau. Ja. Und natürlich Punkt vor Strichrechnung. Ja, da wirst du jetzt immer gut drauf Acht geben. Ja, das vergesse ich nicht mehr. Sehr schön, Bosko. Du, ich würde sagen, dann können wir jetzt in die Therme gehen. Aber ganz schnell. Ja. Reicht für heute. Ciao. Wir gehen schwimmen. Tschüssi. Tschüss.